musste gerade erstmal meinen Helm reparieren hier. Hey, was geht? Heute war der Tag der Tage. Mein Lackierer, aka bester Kumpel, hat die Teile in Farbe geschossen. Der Ölkühler ist fertig, Magneten drin, was das auf sich hat, sage ich gleich. Und die Ritzelabdeckungen sind fertig, die habt ihr auch schon in dem Mini-Edit am Anfang gesehen. Mir fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, ob ich auf YouTube jemals drüber gesprochen habe oder ob das nur auf Instagram stattgefunden hat. Ich und 48 Engineering haben zusammen neue Ritzelabdeckungen für die LC4 gemacht, weil das Original-Ding ist so der allergrößte Schandfleck an der LC4 meiner Meinung nach. Deswegen haben wir uns da mal eben drum gekümmert. Die gibt es auch bei mir im Shop, gerne mal reingucken. In sämtlich verschiedenen Farben zu bekommen. Ich habe zum Beispiel an meiner jetzt die rote dran. Markus hat einen in Silber Natur, diese schwarz. Es gibt welche in lila, pink, alles was ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt zu dem Ölkühler, da sagte ich ja gerade auch, da sprechen wir nochmal drüber. Wo ich eigentlich nochmal drauf eingehen wollte, sind die Magneten, die da drin sind. Das sind die Magneten, die ich auch im Shop vertreibe. Die haben wir selbstverständlich auch in den Ölkühler gedreht. Das hat folgende Bewandtnis. Das Öl kommt aus dem Motor und muss erstmal hier durch den Kühler durch, beziehungsweise es ist vielmehr ein Ölerfrischer als ein Kühler, damit das A gekühlt wird und B das Öl an den Magneten vorbei muss. Das hat folgenden Vorteil. Diese Magneten sind extrem stark, also x-fach stärker als die Originalmagneten. Und die sorgen dafür, dass organische Materialien polarisiert werden, somit magnetisch sind und auch rausgezogen werden. Das heißt, alles was in Abrieb, alles was an irgendwie einem Scheißdreck an Schwebstoffen in dem Öl drin ist, wird rausgezogen und kann so das Pleuel, Kolben, was weiß ich nicht was, nicht mehr belasten. Darum haben wir das gemacht. Und das ist dann somit erste, zweite, unten im Motor der dritte Magnet. Und das trägt extrem dazu bei, dass das alles deutlich länger hält. Darum haben wir das gemacht. Das ist der Hauptgrund für diesen Kühler. Hier liegen die Lacksachen. Das ist der eine Teil davon. Aktueller Stand ist der, dass das Tacho funktioniert. Das macht natürlich ganz schön was her und ganz schön Fasching. Da müssen wir dann dementsprechend noch die Farben einstellen und Co. und Temperaturwerte einstellen, Widerstände. Aber auch das ist in Funktion. Daniel war heute da und ich blende euch hier ein Bild ein mit der neuen Innenschale von der Lampenmaske. Ritzelabdeckung haben wir drüber gesprochen. Hier oben ist jetzt schon mal die Öltemperaturanzeige dran, wobei das wahrscheinlich aber Wasser wird. Und Öltemperatur legen wir in den COSO mit rein, damit wir benachrichtigt werden oder wer die bekommt, dann am Ende benachrichtigt wird, wenn die Öltemperatur zu hoch ist. Wassertemperatur ist ja das eine, Öltemperatur ist ja das, was uns interessiert. Dann haben wir nur beides im Blick. Das ist im Übrigen jetzt auch das letzte Video, bevor das Motorrad das erste Mal läuft. Morgen bzw. nächstes Wochenende ist absolute Fertigstellung und danach ist das Ding dann fertig. Man sagt ja, wenn irgendetwas zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es nicht wahr. Hier schon. Du kannst diese Kiste gewinnen. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist auf meinen Online-Shop zu klicken, in die Kategorie Sticker zu sliden, da diesen Sticker auszuwählen, den zu kaufen in beliebiger Menge und schon nimmst du an der Verlosung für dieses Motorrad teil. Gerne mal ein bisschen Support da lassen, mit ein bisschen Glück gehört diese Kiste ja vielleicht bald dir. Wo fange ich an? So sieht das ganze Ding jetzt aus. Frisch lackiert, das ganze Heck, einmal wunderschön. Die Halterung muss noch festgeschraubt werden. Hier überall neue Schrauben drin, das Unterteil dagegen an. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Das glänzt, alles nagelneu, in Farbe geschossen. Darüber sprachen wir auch schon. Das spiegelt sogar, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und wir haben die Auspuffanlage hier jetzt dran gewürgt. Also wirklich gewürgt, das Ganze sitzt extrem auf Spannung. Das ist Edelstahl, das lässt sich überhaupt nicht anpassen. Wir hatten Riesenprobleme. Jetzt sitzt sie aber, wir versuchen das gleich noch möglichst spannungsfrei hinzubekommen. Jetzt haben wir aber ein ganz anderes Problem, deswegen habe ich auch jetzt die Kamera erst angemacht. Eigentlich ist bei der Duke die Auspuffanlage ja mehr oder weniger so angebaut. Die Turbo-Kit-Menschen möchten aber gerne, dass wir die so anbauen, was mir prinzipiell auch in die Karten spielen würde. Allerdings ist es so, dass die Schellen nicht dazu passen. Bei der Duke wird so gesehen das Ganze miteinander von oben und von unten verbunden. Ich blende euch hier mal im Bild ein und jetzt passen die Schellen nicht. Bei den Bildern, die Turbo Kit gemacht hat, wollen die, dass da hinten hier an einen der Halterungen dann was dran gefuscht wird. Das werden wir aber nicht machen. Die Idee ist jetzt, die Schellen umzuformen, sodass wir die so anbringen können, wie es ursprünglich mal gedacht war. Und dass das möglichst gut aussieht. Das ist genau das, was ich vermutet hatte, dass es da Probleme gibt. Aber ja, wie Lindner schon gesagt hat,
Probleme sind nur dornige Chancen. Dementsprechend machen wir immer weiter. Und dann gibt es Updates für euch, wenn es welche gibt. Während Markus da gerade eben was anpasst, nehme ich mal eben die Möglichkeit wahr, euch das hier nochmal zu zeigen. Also die TK, also Turbo Kit Auspuffanlage, ist grundsätzlich nicht schlecht. Allerdings ist die Passgenauigkeit echt zum Kotzen. Hier vorne steht das Ganze am Vergaser an. Den haben wir schon zur Seite gedreht, aber viel mehr geht nicht, weil wir sonst hier oben Probleme kriegen mit den Gaszügen. So läuft das noch alles so, wie es laufen soll. Dafür ist hier unten jetzt ein Spaltplatz zwischen. Allerdings ist das alles relativ auf Spannung. Wir hoffen, dass wir das noch ein bisschen entspannt kriegen. Jetzt haben wir das folgendermaßen gelöst. Eigentlich will, das habe ich ja vorhin gezeigt, TK, dass das da hinten im Heck da oben irgendwo verschraubt wird. Das funktioniert aber nicht. Und jetzt haben wir die, ja, nach hin und her die einfachste Möglichkeit genommen. Das hier umgebogen 90 Grad. Und jetzt fräsen wir gerade eine Adapterplatte händisch, die dann hier zwischenkommt, wo wir das dann hier zwischenschrauben. Das ist so eine Art Triangel und dann mit dem Original-Kennzeichenhalter darunter geschraubt. Optisch ist der Original-Kennzeichenhalter natürlich nicht so ganz das Gelbe vom Eis, aber der am besten funktioniert und hält und nicht wieder abreißt. Ist am Ende ja irgendwo auch Geschmackssache. Wir haben uns für den Weg entschieden, beziehungsweise ich, wird alles gut. Ansonsten sieht das, glaube ich, relativ geil aus. So, am besten kommen wir mit Ergebnissen. Die ganze Auspuffgeschichte sitzt da jetzt dran. Wir haben hier so einen Träger gebaut, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, den wir jetzt bei der Duke hinten an den Original-Kennzeichenhalter geschraubt haben, wo der jetzt drunter sitzt. Das alles sitzt und saß relativ auf Spannung. Wir müssen gucken, wie sich das verhält. Federn sind dran. Das ganze Ding ist jetzt als verbaut zu bezeichnen. Seitenverkleidung schon dran. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal ran müssen wegen dem Two-Step und dem Pickup und hast du nicht gesehen, aber das macht ja nichts. Das ist jetzt erstmal Stand der Dinge, dass das funktioniert hat. Ich zeige euch mal eben die DB-Killer. Die sehen so aus. Da geht ja gar nichts durch. Also ich bin der Überzeugung, das brauchen wir nicht. Nach langen Zetern, Heulen und Weinen sind wir zu weiteren Ergebnissen gekommen. Hier ist jetzt der Sensor dran von dem Koso-Tacho, das ist relativ versteckt. Also ich denke, dass man da fast schon mit der Nase drauf fallen muss, um das zu sehen. An der Bremsleitung haben wir das Kabel hochgelegt, damit das alles so ein bisschen versteckt ist, aber eben digital und genau. Und das mit dem Auspuff, denke ich, dass ihr das schon gesehen haben solltet. Den Rest zeige ich euch nicht. Das hier kann ich euch noch zeigen. Da ist jetzt ein anderer Ölkühler dran, weil ich den anderen kaputt gemacht habe. Ich habe das Gewinde zerstört. Deswegen ist jetzt einer von den anderen dran. Im Zweifelsfall wird nochmal einer nachgefräst. Das sollte nicht das Problem sein. Leitungen sind dran. Die Plastics für die Kühler sind dran. Und ich würde sagen, das war's für das heutige Video. Und ja, ich melde mich, wenn das Ding fertig ist. Gemein, aber es hilft ja nichts. Sag mal tschüss, Markus. Tschüss, Markus. Tschüss, YouTube.